Mein Name ist Andreas Seicher, herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast für neugierige und lernende Menschen. Das Thema hat heute wenig überraschend mit Talent zu tun, und zwar vor allem mit der Frage, wie viel unseres Talents ist angeboren, wie viel können wir selbst entwickeln. Und wenn wir in bestimmten Bereichen nicht von der Natur bevorzugt worden, also zum Beispiel, wenn wir Basketballer werden wollen, und zwar Profi-Basketballer, aber nur mit einer Körpergröße von 1,70 Meter auf die Welt kommen, können wir es trotzdem in die amerikanische Profiliga schaffen. Es geht auch um Genetik, um so spannende Fragen, wie alt können wir wirklich werden? Können wir 120, 150 Jahre alt werden? Im Silicon Valley denken Ray Kurzweil und andere Visionäre darüber nach, ob wir das Sterben nicht vielleicht überhaupt abschaffen könnten. Ich bin sehr froh, dass es mir für diesen ersten Podcast gelungen ist, einen hervorragenden Gesprächspartner zu gewinnen. Einen Wissenschaftler. Markus Hengstschläger ist Vorstand des Instituts für medizinische Genetik an der Universität Wien. Er sitzt in vielen wissenschaftlichen Positionen und ist selbst auch Forscher. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist er durch sein Buch Die Durchschnittsfalle. Ich darf versprechen, dass es spannend wird. Lieber Markus, wir sind per Du miteinander, weil wir im selben Verlag tätig sind und auch gemeinsam für bessere Schulen in diesem Land kämpfen. Der deutsche Gehirnforscher Gerhard Hütter hat in einem Vortrag, wo ich dabei war, gesagt, in den ersten 3 Jahren unseres Lebens lernen wir mehr als im Rest unseres Lebens. Stimmt das und warum ist das so? Also zum einen muss ich da sagen, dass das eine Frage ist, die mich auch unglaublich interessiert, aber ich bin nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil als Genetiker kann ich dir sagen, dass prinzipiell einmal der Mensch, ganz prinzipiell gesprochen, mit seinen Genen auf die Welt kommt und diese in dieser Ausstattung einmal auch wieder mit ins Grab nimmt. Das heißt, das ist eine neurobiologische Frage oder eine Gehirnleistungsfrage. Das heißt, das müsste man eher eben den Gerhard Hütter fragen als mich. Ich bin aber ziemlich sicher, dass er damit recht hat, weil ich es gelesen habe. Es ist nun jetzt nicht mein Fach, aber gelesen habe ich es auch. Also ja, und all das, was wir dann noch dem Begriff Epigenetik zuschreiben könnten, umso früher, umso besser. Klar, keine Frage. Deine Kernthese, wenn ich die richtig verstanden habe, ist, dass die Leistung Voraussetzungen eines Menschen, also die Genetik, was wir von der Natur mehr oder weniger fix vorgegeben werden, können wir einerseits durch Anstrengung, sprich durch unsere Umwelt, und auf der anderen Seite Gott sei Dank auch durch eigene Anstrengung, sprich durch besondere Leistung, das kann dann in Erfolg umgesetzt werden. Jetzt sagt er, bleiben wir beim Hütter, der sagt ja, jedes Kind ist überhaupt hochbegabt oder zumindest 90% der Kinder sind eigentlich Genies und es ist nur unser Schulsystem und unsere böse Gesellschaft, die das verhindert, dass die dann als Erwachsene noch Genies sind. Was sagst du denn zu dieser These? Also zum ersten Punkt, ich bin ja ein glühender Anhänger des Konzepts Talente zu fördern, aber ich sage immer, dafür müsste man wissen, was ein Talent ist. Und bei dieser Talentbegriffsbestimmung, vor allem auch bei der Talententdeckung, tun wir uns deshalb so schwer, weil es eine Frage der Sichtweise ist oder der Ausgangslage, wie du es beurteilst. Wenn jetzt irgendein toller Fußballspieler ein Tor schießt, ist die Frage, ist jetzt das Endprodukt, nämlich dass er ein Tor schießt, sozusagen das Talent, oder ist irgendeine Voraussetzung, die er braucht, um ein Tor vielleicht schießen zu können, irgendwas Biologisches sein Talent, oder ist der Bereich des Übens, des Trainierens oder was auch immer, für das ist er besonders talentiert. Daher sage ich, um ein bisschen auch von diesem Talentbegriff wegzukommen, so sehr ich ihn liebe, jeder Mensch hat so in etwa 0,1% individuelle genetische Leistungsvoraussetzungen. Das ist so der genetische Unterschied zwischen einem Menschen und einem anderen, also zum Beispiel zwischen uns beiden. Also 99,99% sind wir gleich. Sind wir gleich, mehr oder weniger in der genetischen Information. Man muss schon sagen, ob das jetzt 0,5%, 1%, das wäre völlig egal. Wichtig ist dabei nur, dass das ja nicht so wenig ist, weil ja die DNA ein Riesenmolekül ist. Daher sozusagen, da ist viel möglich in dieser Das wollte ich gerade machen. Also das heißt sozusagen, der Baumschüler und der Nobelpreisträger sind trotzdem nur 0, ja. Kannst du mir das noch einmal erklären? Ja, das ist so, ja. Also genetisch ist es so 3,6 mal 10 hoch 9 Basenpaare, 25.000 Gene auf 46 Chromosomen, und wenn man diese Sequenz, die wir lesen in Adenin, Thymin,
Guanin und Zytosin bestimmt, dann stellt man fest, dass der Unterschied zwischen einem Menschen und einem anderen in dieser Sequenz sehr gering ist. Das heißt also, 99% ist da identisch. Das heißt, wir finden bei jedem Menschen dort, mit Ausnahme jetzt, dass es Geschlechtsunterschiede gibt, weil ja der Mann ein Y-Chromosom hat, das die Frau nicht hat, aber sonst sozusagen ist der Unterschied hier sehr gering. Noch einmal in Prozent, aber in Summe ist die Menge an dem, was hier unterschiedlich ist schon was Signifikantes, wo sich einiges tun kann, was sich ja zum Beispiel an unserem Äußeren, das sehr stark genetisch determiniert ist, gut äußert, weil wir schauen uns ja, wer hat ja jeder sein individuelles Äußeres. Aber zurück zu dieser Frage, die du gestellt hast, genau mit diesem, ich sage jetzt, wenn jeder 0,1% individuelle genetische Leistungsvoraussetzungen hat, dann sind die eigentlich nichts wert, wenn wir sie nicht entdecken und daraus eben durch harte Arbeit, üben, irgendeine besondere Leistung machen. Jetzt ist dazu Folgendes zu sagen, was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, es ist ja nicht so, dass wir nicht auch in dem, wo wir gleich sind, was Tolles leisten können. Ich bin halt ein Wissenschaftler und bin halt ein glühender Anhänger von dem, dass man sagt, einer Zukunft, die mit neuen Fragen auf uns zukommt, sollte man mit einer möglichst individuellen, flexiblen, neuen Gegenwart begegnen. Das heißt, ich bin halt besonders interessiert an den Unterschieden. Und ich glaube auch an den Unterschieden, dort findest du Innovation. Dort findest du dann die Entdeckung von Facebook oder einen Elon Musk oder einen Larry Page oder was auch immer, weil das ist der Unterschied. Das sind diese, für meinen Begriff, also jetzt sozusagen, ob jetzt die Bildung daran schuld ist oder das Bildungssystem oder wer auch immer daran schuld ist. Ich glaube, dass es in Wirklichkeit nur um eine einzige Frage geht. Wie kannst du wie kann jeder Mensch aus seinen Voraussetzungen das für ihn, das ist einerseits ein Ziel, und für die Gesellschaft, das ist das andere Ziel, Beste machen. Denn für ihn, es geht auch sehr viel um Selbstverwirklichung, gar keine Frage. Ein Mensch muss auch sozusagen Begeisterung, Motivation für das haben. Aber auf der anderen Seite, es wäre halt schon cool, wenn das nächste Facebook, Amazon, Tesla, was auch immer, irgendwo aus dem Waldviertel oder aus, weiß ich nicht, oder aus Wien wäre. Das heißt, wir müssen schon dafür sorgen in einem Land wie Österreich, dass möglichst viele von diesen individuellen Voraussetzungen umgesetzt werden. Darf ich vielleicht noch einen Punkt? Du hast auch gesagt, dass Gerald Hüther sagt, dass jeder Mensch spitzen- oder hochbegabt ist. Ich bin jetzt kein Experte für die Frage Hochbegabung, aber ich bin sicherlich jemand, der aufgrund des genetischen Voraussetzungen sagen kann, wenn wir den Talentbegriff so verwenden, wie wir ihn verwendet haben, wie wir es gerade definiert haben, dann sicher jeder talentiert. Das ist immer klar. Die Frage ist nur, jeder eben woanders und nicht jeder in den gleichen Dingen. Das heißt, der eine ist halt talentiert im Sport, der andere in der Wissenschaft, der nächste in der sozialen Kompetenz, Empathie, was auch immer, Handwerk, es ist für jeden was dabei. Aber es ist auch, wenn auch was dabei ist, offensichtlich ist das noch nicht Hochbegabung, sage ich dazu. Darum habe ich gesagt, die Hochbegabung ist eben für mich, da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, das weiß ich auch nicht so genau, aber ich meine, Talent hat, glaube ich, jeder. Jeder da. Den du viel besser kennst, der Steven Pinker, MIT-Forscher, der hat ja eine sehr grundlegend andere These. Der sagt, das ist in Wirklichkeit zwar ein nettes, idealistisches, humanistisches Konzept, aber es leugnet einfach die menschliche Natur und du kannst jetzt in 100 Jahren oder 50 Jahren Aufklärung und Humanismus nicht Dinge tun und das ist jetzt ein Kerngebiet. Sein berühmtes Buch, Das unbeschriebene Blatt, die moderne Leugnung der menschlichen Natur, wird jetzt übrigens im November neu aufgelegt. Ich freue mich schon auf Deutsch, um es dann zu lesen. Der sagt ja etwas ganz anderes. Der sagt, wir leugnen hier Dinge, die einfach vorgegeben sind. Ich nehme mal Intelligenz her. Ich war jetzt bei einem Kollegen von der Wirtschaftsuniversität bei dir, der auch klipp und klar gesagt hat, alle Forschungen zeigen, im oberen Management spielt Intelligenz, und zwar kognitive Intelligenz, eine ganz entscheidende Rolle. Kannst du ein bisschen balancieren zwischen dem Pinker, der ja kein dummer Mann ist und der das sehr klar formuliert und sozusagen unseren humanistischen Überlegungen? Also ich glaube, man muss noch einmal ganz klar machen, was wir meinen. Wir meinen, glaube ich, diesen Mittelweg. Wir meinen ja, es gibt sozusagen den einen Weg, der wäre, du kannst aus jedem Menschen in jedem Bereich das alles machen, was du willst und das zur Spitze treiben, wenn du nur, und da kennen wir auch viele, die diese These vertreten, auch sehr berühmte Bücher, die darüber geschrieben worden sind, 10.000 Stunden dich mit der Materie beschäftigst, dann bist du
dort der Beste und kannst Spitzenleistung bringen. Dem gegenüber steht die ganz andere Seite, nämlich die, du sagst, na eigentlich kannst du üben, was du willst. Also entweder du hast jetzt da die genetischen Voraussetzungen oder hast sie nicht, sonst hast du Pech gehabt. Und ich glaube, das sind zwei Extrempositionen, die so nicht halten, beide nicht. Denn auf der einen Seite bin ich schon fest davon überzeugt, ich zum Beispiel, wie ich jetzt vor dir sitze, hätte wahrscheinlich 10.000 Stunden musizieren können, so viel wie ich wollen hätte, Let It Be wäre mir nicht eingefallen. Ja. Aber du wärst ein noch besserer Punkmusiker wahrscheinlich. Ja, also nur um mal das klar zu sagen, ich glaube nicht, dass man es 100% erzwingen kann. Und das Beispiel verwendest du öfter als ich, glaube ich, mit dem Elefanten, dem Affen und der Schlange im Klassenzimmer, und der Elefant, der halt auf einen Baum klettern muss, tut sich halt einfach um so viel schwerer als der Affe, der auf den Baum klettern muss. Das heißt natürlich, ja klar, es gibt irgendwo genetische Voraussetzungen, die auch Unterschiede machen können. Auf der anderen Seite muss uns aber schon klar sein, dass diese genetischen Voraussetzungen ohne ihre Entwicklung bedeutungslos sind. Bedeutungslos heißt, dass wenn jemand noch so genetisch optimale Voraussetzungen hat, wenn er nicht übt, wird gar nichts draus, wohingegen jemand, der nicht ganz so gute hat, aber hart arbeitet, viel erreichen kann. Das heißt, wir müssen ja vom Ziel ausgehend sagen, naja, ganz so ist es nicht. Ich meine, die Position in der Mitte, nämlich dass es natürlich genetische Voraussetzungen, Grenzen und auch beflügelnde Aspekte gibt, aber ohne eben üben, ohne Umwelt geht es nicht. Ich würde noch gern einen Aspekt noch zusätzlich, weil ich glaube, dass er an dieser Stelle wichtig ist. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, es gibt genetische Grenzen, die sozusagen das Gesamtspektrum des menschlichen Tuns in einem beeinflussen. Aber es gibt schon sowas, wo man sagt, in diesem individuellen Bereich oder in diesem einzelnen Bereich ist das wirklich ein genetischer Nachteil. Also blöd jetzt, wenn einer 1,50 Meter groß ist und er will der beste NBA-Basketballspieler aller Zeiten werden, startet er einmal mit einem Nachteil, weil er die Körpergröße nun zu 90% genetisch ist, er kann sich nicht entscheiden, noch weiter zu wachsen, jetzt startet er mit dem Nachteil. Jetzt müssen wir nur noch eines zulassen, und das ist zu sagen, ja, aber dieser Nachteil kann zu neuen Konzepten führen. Nämlich, es gibt immer im NBA-Liga auch kleine. Es ist nicht das Ziel eines körperlich kleineren genauso hoch zu springen, wie einer, der 2,20 Meter ist, aber das Ziel ist, ihn auszuspielen, und da gibt es durchaus gute Möglichkeiten für einen kleinen Basketballer, eine unglaublich bedeutende Rolle in einem Team, in einem Basketballteam zu spielen, die aber nicht dasselbe Ziel verfolgt, nämlich wir müssen alle oben beim Korb dann uns darum matchen, wer noch höher springt. Das ist für zum Beispiel ein Land, das ein kleines Land ist und sagt, du, wie soll ich denn bei diesem Konzept mit den großen Ländern, mit dem vielen Geld und so weiter mithalten, ist das immer soll das ein Ansporn sein, dass Innovation, das auch so geht, dass man sagt, du, wenn die Nachteile ein bisschen stärker werden, dann können sich neue Wege durch die Nachteile ergeben, an die der diese Nachteile nicht hat, gar nicht denkt. Hawkins wäre ja ein Ich weiß nicht, ob das, genau, aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich weiß nur, dass man grundsätzlich nicht so schnell schießen soll und sagen soll, du, wenn du irgendwo einen Nachteil hast, hast du keine Chance, sondern das kann sogar, das wäre ziemlich vereinfacht, aber trotzdem, es ist ja ein Versuch wert zu sagen, naja, das kann ja auch in dem einen oder anderen Fall dann zu einem neuen Weg führen, eben, den wir vorher noch nicht gehabt haben. Ich würde mir gern noch mit dir 2 Minuten über das Wort Intelligenz und Management da und bleiben wir aber darf ich noch vorher da jetzt was nachfragen? Weil das hätte mich noch interessiert, wie du das siehst. Aber mich haben immer wieder Eltern kontaktiert, die hochbegabte Kinder haben aus bekannten Gründen. Und ich könnte es jetzt nicht statistisch festmachen, aber mir ist aufgefallen, und das frage ich jetzt als Genetiker, dass die Wahrscheinlichkeit, viele dieser Eltern hatten ein hochbegabtes Kind und ein benachteiligtes Kind, sprich behindertes Kind. Ja. Gibt es da irgendeine, das ist ein reiner Zufall gewesen? Also da solche wissenschaftliche Korrelation würde ich auf gar keinen Fall sehen und dort zusammenbringen. Sicher nicht. Nein. Gut, aber jetzt darfst du noch. Ja, ich wollte eigentlich, weil du gesagt hast, also war interessant, dass du so gesagt hast, also die Menschen sagen klar, also bei höherer Intelligenz, höhere Chance, du es jetzt ein bisschen interpretieren im Berufsleben. Ich bin nämlich deshalb an diesen Dingen interessiert, weil wir Genetiker, und ich sage es vielleicht einmal, aber ich glaube, es wissen ohne dies alle, die meisten dieser Daten, wenn es um Verhaltensgenetik und solche Dinge geht, haben wir aus Zwillingsstudien. Genau. Das heißt also, wir wissen, dass also eineige Zwillinge halt einmal prinzipiell genetisch identisch sind und man dort sozusagen, dass die wahrscheinlicher gemeinsam haben als irgendwelche anderen Verwandtschaftsgrade. Dort hat man den Verdacht, dass Gene eine Rolle spielen, klar. Und nun kann man also so Dinge wie zum Beispiel den Intelligenzquotienten
den wir ja bestimmen lassen können und sogar in Punkten ausgewertet bekommen können, den kann man natürlich darauf überprüfen, ob er jetzt bei eigenen Zwillingen gleich ist oder nicht. Und daraus ergibt sich immer sowas wie hoch ist der Prozentsatz der Gene im Verhältnis zu wie hoch ist der Prozentsatz der Umwelt. Und bei einem Intelligenzquotienten steht die Wissenschaft heute irgendwo bei 50-50. Das heißt, das bedeutet aber schon, dass 50% genetisch ist. Das muss man schon auch einmal so sagen, wie es ist. Daher ja, ich gebe da bis zu einem gewissen Grad auch recht. Und 50% Umwelt bedeutet aber auch, dass man natürlich, dumm gesagt, man kann überhaupt, wenn man nicht lesen und schreiben kann, einen IQ-Test gar nicht machen, um es jetzt einmal so banal und platt auszudrücken. Ich unterscheide das aber von dem Begriff Intelligenz. Weil und dann haben wir noch den Begriff Bildung, Intellektualität und alles Mögliche. Und die Frage ist jetzt, erstens einmal, glaube ich, sind kaum Menschen sich so einig wie du und ich, dass wir eine Intelligenz zum Beispiel wie eine soziale Intelligenz, was ganz was anderes ist, wie eine Intelligenz, die man jetzt mal bei irgendeinem Mathematiktest anwendet oder so. Das heißt, wir haben schon mal hier ein großes Thema. Und das zweite große Thema ist nämlich, was würden wir denn jetzt sagen, wenn es um Intelligenz geht? Ist das mehr der Teil, wo wir sagen, du durch Fleiß und Leben und Lernen und Bücher lesen und diskutieren, wie wir es gerade tun, kannst du da was machen? Oder ist es mehr der Teil, und so wie ich es jetzt bei dir, bei deiner Frage zuerst verstanden, wo du sagst, na gut, das ist angeboren, das bringst mit oder das bringst nicht mit. Denn aus meiner Sicht, ich kann dir nur sagen, der IQ ändert sich ja bei den Menschen im Laufe des Lebens nicht mehr. Das heißt, der bleibt ja gleich. Das heißt, wenn es die Intelligenz ist, wo wir sagen, die wir ja viel eher so mit Intellektualität und Bildung und so weiter bezeichnen würden, dann kann man sie nicht mit dem IQ messen. Und weil der ändert sich ja nicht, wohingegen Bildung, man kann sich immer mehr bilden und immer mehr lesen. Umgekehrt aber ist es natürlich schon so, dass der IQ eine hohe genetische Komponente hat. Das heißt, wenn du mich jetzt zuerst gefragt hast, dann wie schätzt du das ein? Dann würde ich sagen, ist es jetzt so, dass Menschen mit einem höheren IQ wahrscheinlicher in Spitzenjobs in der Wirtschaft oder so kommen? Ich weiß nicht, ob es dafür Zahlen gibt, ich glaube eher nicht. Oder dass man sagt, dass Menschen mit höherer Bildung, Intellektualität, Aus- und Weiterbildung und Bereitschaft, ein lebenslanges Lernen sozusagen zu praktizieren, in höhere Jobs kommen. Da würde ich wahrscheinlich sagen, eher ja, aber dann wäre es der nicht so genetische Anteil dran. Aber es ist eine Frage an dich. Genau, also ich kann es nicht beantworten, aber dein Kollege an der Wirtschaftsuniversität und die machen Langfriststudien, internationale Studien und da kommt etwas raus, was für uns beide überraschend sein mag. Es ist tatsächlich der IQ, der messbare IQ. Okay. Das habe ich noch nie gehört. Das heißt, du kannst interessanterweise einen niedrigen IQ nicht kompensieren durch soziale Kompetenz. Das heißt, die muss gegeben sein. Aber mit ich würde ihm am liebsten aus voller Euphorie heraus widersprechen. Genau, aber ich hoffe, was mir dein Kollege gezeigt hat, das ist nicht eine Studie, ist schon sehr beeindruckend gewesen. Allerdings mit einem abnehmenden Grenznutzen. Das heißt, wenn du eine Spitzenposition, ich sage jetzt in der Wirtschaft, etwas was mit kognitiven oder in der Wissenschaft, ist 120 sehr okay. Wenn du 160 hast, das ist ein Luxus, wenn du Nobelpreisträger wirst. Das ist nicht notwendig, aber die 120 sind offenbar sehr, sehr notwendig. Ich muss es hinnehmen, ob es mir recht ist oder nicht. Hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, deswegen habe ich nachgefragt. Ich frage nämlich auch deshalb, weil wir schon beginnen, IQ klein zu reden. Also wir an der Sir-Karl-Popper-Schule machen einen internationalen, validen, zwar nicht Intelligenztest, aber im Prinzip geht es darum, wie gehst du kognitiv an neue Probleme heran. Und das ist schulwissensunabhängig. Erkennst du bestimmte Muster und so weiter. Und das kann man schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit messen. Das sehen wir auch daran, dass wir machen den Test ja mit den 14-Jährigen, dass wir dann schon sehen, bei den 15, 16, 17, letztlich bei den 18-Jährigen haben wir da die richtige Zielgruppe erwischt. Und das zeigt sich schon, dass das da ist. Du bist, habe ich mit großem Interesse gesehen, leitest du die genetische Abteilung für Wunschbabys. Jetzt das Wenige, was ich als Nicht-Genetiker schon mitkriege oder immer wieder lese, ist, dass wir Menschen prinzipiell schon sehr klar auf Fortpflanzung programmiert sind seit hunderttausenden Jahren. Jetzt gibt es interessanterweise immer mehr Frauen und Männer, die sich bewusst entscheiden, keine Kinder zu wollen. Und es gibt solche, die es unbedingt wollen, aber nicht können.
Hat das die Evolution vorgesehen oder wie gehen wir damit um? Also zum Zweiten, das ist eine leichte Antwort, das Erste ist ganz schwierig. Also der zweite Punkt, es ist so, ja, es gibt einfach Partnerschaften, wo aufgrund klinischer Voraussetzungen der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Da gibt es auch einen Katalog von medizinischen Indikationen, wo man dann auch klar dazu raten muss, über assistierte Reproduktion, sprich also über die In-vitro-Fertilisation oder die künstliche Befruchtung ein Kind zu bekommen. Also das wären verschlossene Eileiter bei der Frau, eine schlechte Samenqualität beim Mann, Endometriose, polyzystisches Ovar bei der Frau und so weiter. Es gibt ein ganzes Set und es ist eine ganz, ganz tolle, übrigens auch mit dem Medizin-Nobelpreis geehrte Errungenschaft, dass Bob Edwards und Steptoe eigentlich diese Methode entwickelt haben, dass man jetzt eben die Samenzelle und die Eizelle außerhalb des Körpers vereinen kann, dann ein Embryo entwickeln kann, wieder in die Gebärmutter einsetzen kann und so eine Schwangerschaft auslösen kann und so genau diesen Paaren helfen kann, die in der Evolution natürlich normalerweise jetzt kein Kind bekommen hätten und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Sache und es ist immer wieder toll zu sehen, wie man Menschen hier zu Kindern verhelfen kann, die auch gerne welche haben. Aber jetzt tricksen wir ja die Evolution aus. Aber jetzt, ja, bis zu einem gewissen Grad, aber da muss ich da schon sagen, das stimmt schon, dass auch künstliche Befruchtung, übrigens, man kann die Evolution nicht austricksen, da könnte man uns jetzt lange Zeit unterhalten, aber dass wir hier natürlich schon etwas ändern, was es vorher nicht gegeben hat, aber ich meine, wir wollen uns nicht darüber unterhalten, dass es Antibiotikum so lange auch noch nicht gibt und es Zeiten auf dieser Welt gab, wo man an einem eitrigen Zahn gestorben ist oder an einer Blinddarmoperation. Ich glaube, wir beide hätten schon genug vorzuweisen, dass wir dieses Interview nicht evolutiv führen könnten, weil uns die Evolution sich schon gegen uns beide entschieden hätte. Also natürlich macht die Medizin das immer wieder und sagt, gut, das ist nicht mehr der Natur rein überlassen, sondern das ist eben das, was wir jetzt sozusagen da anbieten können. Zu dieser zweiten, oder bei dir war es ja der erste Teil, nämlich die Entscheidung, warum Menschen keine Kinder haben wollen. Ich habe ja keine, du hast welche. Genau, aber ich glaube, das hat nichts, also ich will es jetzt einmal so sagen, die Biologie gewinnt ja nicht über den Rest dessen, was dich im Leben beeinflusst. Gott sei Dank. Denn ich meine, man muss ja sagen, wenn die Biologie gewinnen würde, dann hätten wir keine Regeln, an die wir uns zum Beispiel halten würden, sondern wir würden einfach noch das Faustrecht haben und das Gesetz des Stärkeren. So, das heißt, es ist ja ganz eindeutig so, dass das ja nicht ein biologisches Konzept ist, sondern dass es ja eine gesellschaftliche Entwicklung ist, die wir diskutieren, die wir aber schon diskutieren könnten, weil wir uns natürlich hier in ein ganz breites Spektrum, das dich auch besonders interessiert, nämlich das Spektrum, wie kriegen wir es aber hin, dass ein Land innovationskräftig bleibt oder wird oder was auch immer und so weiter, in dieses Spektrum der Diskussion begeben. Weil wenn wir sagen, wir haben 1,4 oder 1,3 oder 1,5, je nach Land ja in Europa verschieden, pro Paar sozusagen Nachwuchsrate, dann würden wir aussterben. Das gilt für Österreich einmal auf jeden Fall. Und jetzt reden wir plötzlich über Migration, jetzt reden wir darüber plötzlich, dass Österreich überhaupt nur stabil unter Anführungszeichen bleiben kann, wenn es Zuwanderung gibt. Jetzt reden wir auf einmal wieder über Talentförderung, auf einmal wieder über diese Themen. Das heißt, ich sehe das schon so. Ich habe, man kann das überinterpretieren, aber ich finde es trotzdem lustig und sage es trotzdem. In einem Rudel, wenn hier man sagt, in irgendeinem Rudel, also das eine Mitglied des Rudels ist kinderlos, dann heißt es ja nicht, dass es keine Bedeutung für die nächste Generation hat, in dem, was es tut. Es hat halt nur jetzt nicht durch Fortpflanzung selbst ein Kind gezeugt, aber es ist sogar oft so, dass Menschen, die keine Kinder haben, in Summe für den Nachwuchs des gesamten Rudels, jetzt, um es einmal wieder bei meinem blöden Beispiel zu bleiben, eine riesen Bedeutung haben. Und wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich doch deine Bedeutung für die Generationen, nicht nur eine, zwei oder drei in Österreich, nämlich in der du so für ihre bessere Bildung kämpfst, als ganz, ganz enorm hoch. Und die Frage ist, wie hoch ist das einzuschätzen zu dem, dass man ein Kind hat, als dass man sich um so viele Kinder in einem Land kümmert. Und das ist übrigens durchaus ein biologisches Konzept. Das ist ein biologisches Konzept, und das hat auch die Evolution vorgesehen. Wenn man sagt, die Evolution hat vielleicht nicht vorgesehen, dass man sich selber entscheiden kann, das ist jetzt unser Privileg, aber es gibt leider auch Menschen, die sich gegen Kinder entscheiden und gar nichts für Kinder tun oder nichts für die nächste Generation. Über die könnte man reden, aber die sozusagen durch ihren Beruf, durch ihr Privatleben, durch ihr Netzwerk, in deinem Fall der Idealfall, eben auch wirklich diesen Kampf für die Bildung der nächsten Generationen. Daher bin ich, wenn es um Evolution geht, da nicht so genau. Mir ist das im Prinzip völlig egal. Nur, natürlich muss man schon sagen,
Kinder sind einmal grundsätzlich für einen Genetiker ein richtiges Konzept, weil du weißt, Selfish Gene, das Konzept ist halt einfach, wir sind eigentlich nur die Überträgermasse und die Gene müssen schon irgendwie über die Generationen weitergegeben werden. Klar, keine Frage. Also jetzt bin ich einmal sehr dankbar, jetzt bin ich exkulpiert, habe auch eine passende Antwort für 2 Fragen, die ich ja oft kriege. Erstens, wie lang haben Sie unterrichtet und zweitens haben Sie Kinder. Ja? Aber das Erstere lassen wir aus. Du bist auch stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission und ich diskutiere jetzt kurz mit dir etwas, was wir ja informell schon ein paar Mal besprochen haben. Du weißt, ich war jetzt ein paar Mal im Silicon Valley und dort ist Transhumanismus sozusagen das ehrgeizigste Konzept, manche sagen die gefährlichste Idee überhaupt. Und dort sitzen Jungs, die Milliarden haben, die von der Idee sehr besessen sind. Die Lebenserwartung des Menschen, also Ray Kurzweil ist da einer, der dafür steht, durch Verschmelzung mit Computerintelligenz, durch Speicherung unseres Bewusstseins, sogar in einer Cloud und so weiter auszudehnen. Und vor allem der Kurzweil sagt ja, das entspräche dem Zuwachs an Intelligenz, den die Evolution der Menschheit durch die Ausprägung des Frontallappens des Gehirns gegeben hat. Und der israelische Historiker Yuval Harari hat ja Homo Deus, der göttliche Mensch, sogar einen Bestseller darüber geschrieben. Du bist eher ein Skeptiker, was ich weiß, aber wenn wir jetzt auf eine Perspektive nicht von 10, 15 Jahren, sondern von 30, 40, 50 Jahren schauen, erstens einmal Lebenserwartung, gibt es da eine Grenze, wo du sagst, na 150 mehr wird es nicht werden oder 200 mehr wird es nicht werden? Und zweitens, was hältst du von dieser Verschmelzung von Menschen mit der Maschine? Also zur ersten Frage, ich glaube, prinzipiell einmal müssen wir wissen, dass das eine sehr genetisch, wie soll ich sagen, mitbestimmte Diskussion ist, weil wenn man Menschen fragt, du, wieso kann eine Schildkröte 300 Jahre alt werden, ein Hund wird 14 Jahre alt und weiß ich nicht, eine Eintagsfliege, auch wenn sie Joghurt isst und joggt und was weiß ich was, es wird nicht älter als 48 Stunden, dann sagen wir Genetiker drauf, da läuft ein genetisches Programm ab. Dieses genetische Programm ist in jedem Organismus vorgegeben und das ist halt sein Rahmen. Und dann sagen die Leute immer gleich drauf, ja, aber wenn du das sagst, wie kann es denn dann sein, dass im alten Rom die Menschen durchschnittlich nur 18 Jahre alt geworden sind und wir heute in Österreich oder Deutschland oder wo auch immer schon so hohe Lebenserwartungen haben. Und dann sage ich immer, bei dem zweiten Aspekt, naja, wenn der Rahmen jetzt erfundenermaßen 120 wäre, dann gelingt es uns heute durch Medizin, Prophylaxe, Therapie, den Rahmen besser auszuschöpfen. So. Und darum werden jetzt mehr Menschen älter und der Rahmen war zwar immer schon so, aber früher gab es auch alte Menschen, heute einfach weniger. Wir haben schon gesagt, eitriger Zahn, was auch immer, es gab viele Kindersterblichkeit und so weiter und so entstehen diese Zahlen. Was du mich aber eigentlich fragst, ist, glaubst du, dass es so einen Rahmen gibt? Oder, wenn ja, ob wir, wenn es den Rahmen gibt, den nicht dehnen können, dass wir sagen, naja, aber warum, mag ja sein, dass wir irgendwie vorgesehen haben 120, aber das machen wir nicht. Und Ray Kurzweil wäre ja so ein Beispiel, der fest davon überzeugt ist, dass es ja sogar auch in Richtung Immortalität geht. Genau. Das heißt, dass man nicht nur sagt, wir haben einen längeren Rahmen, sondern wir haben einen unendlichen Rahmen. Weil wir schaffen das Sterben ab. Genau. Und ich glaube, und jetzt muss man dazu sagen, naja, also wenn man mich jetzt konkret fragt und sagt, du, erfinden wir jetzt, weil der Rahmen ist ja noch nicht belegt, mit 120, 125, was auch immer, so einen Rahmen, und jetzt fragen wir den Markus Hengstschläger, glaubst du nicht, dass es auch einmal Menschen geben, die vielleicht 130, 140, 150 werden, dann lasse ich hier gerne mit mir handeln. Warum? Weil ich sage, du, Stammzelltherapie, Gentherapie, Xenotransplantation, Nanotechnologie, alles, was man so vielleicht anbieten wird können, in Summe wird vielleicht noch einmal nicht das Altern unbedingt so sehr aufhalten, aber das Sterben verhindern. Wobei, den Satz müsste man auch noch mal genau erklären, weil das biologische Altern, das haben wir ja schon ganz gut aufgehalten. Es ist ja der heute 60-Jährige so fit wie vielleicht ein 40-Jähriger vor 200 Jahren und der heute 80-Jährige so fit wie ein vielleicht 65-Jähriger von früher. Das heißt, natürlich haben wir beim biologischen Altern schon einiges zusammengebracht, weil wir länger jung bleiben, aber jetzt biologisch. Aber noch einmal, also so ein paar Jahre, warum nicht? Da lasse ich mit mir handeln. Was ich deshalb nicht glaube, also die Immortalität oder den Rahmen so extrem auszudehnen, glaube ich deshalb nicht, weil der Organismus ein so komplexes System ist und Altern ja eigentlich nichts anderes ist, als die Hoffnung, genügend Fehler in einem Organismus anzuhäufen, dass er irgendwann von den Futtertrögen der Evolution zum Austesten des Survival of the Fittest wieder verschwindet. Das ist ja das Konzept dahinter, sozusagen so viele Fehler anhäuft, dass ich mir nicht vorstellen kann,
dass wir in der Lage sein werden, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wenn ich mir nur vorstelle, Neurodegeneration, Mutationen, die zu Krebs führen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, alles was typische Makuladegeneration, die typischen Alterserscheinungen, man müsste an jeder Schraube permanent drehen und immer davon ausgehen, dass man sagt, da habe ich gedreht, da habe ich gedreht, da habe ich gedreht, da habe ich gedreht. Ja, wenn du kurz nachvollziehen, also ich glaube 90% sterben wir entweder an Krebs oder Herz-Kreislauf. Genau, also die zwei Dinge kann ich mir realerweise vorstellen, dass man die abschafft. Also irgendwann besiegt man den Krebs. Das glaube ich nicht. Ich glaube zum Beispiel das nicht. Aber angenommen, es würde gelingen, aber es gelingt und das schon Herz tauschen wir aus. Aber ich glaube, beides gelingt nicht, weil zum Beispiel, also wenn wir beim Krebs bleiben, ich meine, Krebs ist nicht Krebs, das ist, wissen wir ja alle, es sind tausende Erkrankungen, hunderte Erkrankungen und sie entstehen durch Anhäufung von Mutationen, ob jetzt mehr von innen heraus, durch die normale Replikation der DNA, die immer wieder Fehler macht, oder mehr von außen, exogene Faktoren wie Umweltfaktoren, Mutagene, die wir alle kennen, Rauchen und was auch immer. Es bestehen immer Fehler. Und zurzeit, man müsste ja sagen, um nicht Krebs zu bekommen und nie in eine Situation zu kommen, müsste man ja mal all diese Fehler immer im Griff haben. Und dann sagt man, na gut, wenn es nicht alle im Griff hast, musst du aber für jede Form von Krebs auf jeden Fall eine Therapie haben. Und zwar eine, die dich sozusagen so sehr befreit, dass das nicht ein paar Jahre, sondern, wenn man es von immer für immer wieder los wirst. Und das ist zum Beispiel etwas, was nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es da sowas wie eine herrschende Lehre? Sind das zwei Lager mit viel dazwischen? Ich glaube, die meisten Menschen, die sich zurzeit mit dem Altern grundlagenwissenschaftlich beschäftigen, gehen schon davon aus, dass es ein Programm gibt. Da gibt es ja auch klare alte Thesen dazu, dass es ein Programm gibt, das im Organismus abläuft. Und natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, was die Medizin anbieten kann, um diesen Rahmen zu verlängern. Aber nochmal, also ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass der Mensch noch älter wird, aber immortal, das steht nicht auf meinem Speiseplan, nämlich nur nicht auf meinem individuellen, persönlichen, sondern das, glaube ich, auch steht nicht zur Verfügung. Ich möchte noch vielleicht 2, 3 Dinge dazu sagen. Zum einen ist mir auch nicht ganz klar, wie man sich das vorstellt, weil das Problem, das du ja ansprichst, ist ja nochmal was anderes, dieser Transhumanismus. Nämlich Transhumanismus bedeutet ja, dass man die, und jetzt wird es schon ein bisschen schwierig mit der Definition, dass man die von der Genetik her, also vom Ausgangsmaterial her gegebenen Grenzen überschreitet. Jetzt muss man sagen, ist es schon Transhumanismus, wenn man eine Brille trägt? Weil eine Brille einmal prinzipiell ja etwas ist, was ja vom Körper, von der Genetik ja nicht vorgesehen ist. Wenn du jetzt aufgrund Alterserscheinungen oder was auch immer... Ich habe sogar schon eine Kontaktlinse bei mir. Dann würde man sagen, das ist ja schon eine technologische Veränderung. Glaube ich deshalb nicht, weil es ja nicht dazu gedacht ist, dir etwas zu vermitteln, was du nicht haben könntest. Du stellst ja mit der Brille wieder den Normalzustand oder den, jetzt sagen wir ein bisschen optimierten, weil vielleicht im Alter ist es nicht ganz normal so scharf zu sehen, aber einen im Rahmen Normalzustand wieder her. Das Enhancement, ob das jetzt Neuroenhancement oder ein genetisches Enhancement wäre, aber es ist immer das Ziel immer darauf ab zu sagen, wir verlassen jetzt einmal diese Ausgangsgrenzen und gehen hinüber. Also gehen wir mal daher, dass wir sagen, naja, dann kriegt der Andreas Salcher halt eine Brille, wo er in der Nacht genauso sieht wie am Tag. Das ist ein genetischer Rahmen. Und ein Blinder kriegt, was ich schon gesehen habe, in die Zunge, dein Kollege da setzt ja, wer ist das Ding da, also du in die Wobei, das wäre, und siehst quasi mit der Zunge. Ja, okay, aber das ist mir noch nicht einmal so stark enhanced, weil der Blinde ja nicht sieht und dann wieder sieht. Aber wenn du etwas kannst, was der Mensch nicht kann, okay, dann ist es wirklich Transhumanismus. Transhumanismus bedeutet, du verlässt das heißt, ein Mensch sieht nicht im Dunkeln, also das ist sieht nicht in der Nacht. Das ist nicht sein Programm und wenn du es dann sieht, ist es Transhumanismus. Genauso wie man halt sagt, natürlich stellen wir uns vor eine Prothese, nicht wahr? Wo wir sagen, na klar, also wenn wir sogar, wie es ja jetzt möglich ist, Prothesen so mit dem Körper verbinden, dass man sogar mit dem Gehirn die Finger steuern kann, dann ist es nur immer noch nicht Transhumanismus, weil man sagt, wir stellen ja nur den Ausgangszustand wieder her. Kann aber diese Prothese so viel Kraft umsetzen, oder könnte sie so viel Kraft umsetzen, dass sie, ich weiß nicht, Stahl zerdrücken kann zwischen 2 Fingern, dann sagen wir, das ist nicht im Programm eines Menschen, das ist Transhumanismus. Und so weit sind wir ja schon. Und genau, und wir kommen langsam ja in diese Bereiche, wo wir sagen, naja, es ist gewissermaßen auch Transhumanismus, wenn ein Mensch sagt, ich nehme so viel Ritalin oder was auch immer, um mich so viel mehr und länger wach zu halten oder konzentrieren zu können, wie es dem Menschen normal nicht vorgesehen ist. Also eine Art Doping im Extremfall. Und jetzt muss man natürlich schon sagen, was würden wir hier denn akzeptieren? Gerade beim Älterwerden glaube ich nämlich, dass Transhumanismus, vielleicht die eine oder andere Rolle spielen kann, gerade wenn ich an Nanotechnologie denke, wo dann Maschinen durch unsere Arterien und Venen fetzen, die uns
vermessen und auch die ganze Zeit über uns Bescheid geben. Aber ich glaube, Transhumanismus ist schon etwas, was wir deshalb diskutieren müssen, weil es uns im Alltag schon viel öfter begegnet oder immer mehr begegnet und es immer mehr kommen wird. Und natürlich ist diese Frage, mit Maschinen, den Körper des Menschen mit Maschinen interagieren zu lassen, schon am Tisch. Das ist ja nicht etwas, wo man sagt, da reden wir jetzt von was in 500 Jahren oder 1000 Jahren. Natürlich kann man sich heute schon einiges vorstellen. Redet ihr zum Beispiel in der Bioethik? Haben wir. Weil für mich interessant ist, unsere geliebte katholische Kirche diskutiert jetzt noch immer darüber, wenn du geschieden wieder verheiratet bist, ob du jetzt die Hostie kriegst oder ob du sie nicht kriegst. Die Frage des Transhumanismus wäre eigentlich eine der ganz großen ethischen Fragen, über die keine wirkliche ethische Diskussion in der Breite stattfindet. Ich glaube auch, weil viele Leute noch nicht wissen, was da auf uns zukommt. Die Jungs im Silicon Valley, die wollen das ohnehin und fragen sich nur, wie machen wir das so schnell wie möglich. Fehlt da nicht irgendwie Also ich glaube, man muss schon immer sagen, dass ethische Diskussionen allgemein nicht unbedingt so einfach in der breiten Masse verankerbar sind. Das ist aber ein allgemeines Phänomen. Das hat jetzt nichts mit dem Transhumanismus zu tun, sondern selbst wenn wir jetzt darüber diskutieren, sollen wir jetzt Stammzellen beforschen und welche Stammzellen sollen wir beforschen, wirst du nicht die große Masse mit dem Thema erreichen, obwohl es mein Wunsch wäre. Es ist eine der Begründungen, warum ich viel populär auch erkläre, weil ich immer die Hoffnung habe, dass gerade bei ethischen Diskussionen, wo wir eine demokratische Entscheidung eigentlich herbeiführen sollten, wollen wir das jetzt oder wollen wir es nicht, ja möglichst viele Menschen, unabhängig von ihrem Ausgangswissen über das Ganze informieren sollten, damit sie mitreden können. Weil wie stellen wir uns denn das politisch vor, dass wir sagen, ja, da brauchen wir einen demokratischen Beschluss irgendwann einmal zur Stammzellforschung oder zum Transhumanismus oder was auch immer, was übrigens nicht unbedingt, für Stammzellen kann man für Transhumanismus vielleicht auch ganz gut verwenden, gerade wenn es um Muskelkraft geht und solche Dinge, dann brauchen wir natürlich die breite Diskussion schon daher. Natürlich gebe ich dir recht, das ist jetzt nicht so Transhumanismus, du sagst, jeden Tag, wenn ich beim Heiligen sitze am Abend, ist das Thema eigentlich Transhumanismus oder Stammzellforschung, aber es ist schon etwas, was seit vielen Jahren schon mitdiskutiert wird, so ist es auch nicht. Eine persönliche Frage zum Schluss an dich. Welches dir wichtige Talent hast du im Laufe deines Lebens eigentlich verloren oder nicht ausgeübt? Also das kann ich dir deshalb nicht beantworten, weil ich es wahrscheinlich nicht kenne oder nicht weiß, was es ist. Ich kann dir aber eine andere Antwort geben, also ein bisschen politisch, was ich jetzt mache, oder typisch eher für Politiker, dass man sagt, interessante Frage, aber ich beantworte eine andere. Es gibt ein Talent, von dem ich einmal geglaubt habe, es zu haben, leider feststellen musste, dass ich es nicht sonderlich habe, was mir wirklich leid tut. Ich bin leider nicht sonderlich musikalisch und habe mein Leben lang, eigentlich nicht mein Leben lang, sondern in der Kindheit, glücklicherweise von meinen Eltern, privat Klavierunterricht bekommen, von der Volksschule bis zur Matura. Ich habe Schlagzeug gespielt, ich habe Gitarre gespielt. Es gab sogar kurzfristig ein Aufflackern meines Glaubens, dass ich es kann, bis ich dann aber, und das ist ja dann auch nicht so eine einfache Erfahrung im Laufe des Lebens, irgendwann einmal festgestellt habe, es ist nicht wirklich ein besonderes Talent von mir, obwohl es mir einen riesen Spaß macht. Also daher, wenn du sagst, die Frage wäre, was hättest du gerne entwickelt? Ich war nie eins, also ich habe es daher nicht verlieren können, aber hätte ich es einmal gehabt, hätte ich es auch verloren, das hätte ich gern gehabt. Ja. Ist musikalisches Talent mit mathematischem gekoppelt? Also da gibt es viele Studien dazu, das fällt auf, ja, das ist ja etwas, was man immer wieder gefragt wird und das kann man auch aus so Studien halt belegen, empirisch, aber einen genetischen Grund, den wir in einem der 25.000 Gene, in einem schon gar nicht, aber auch nicht in vielen festmachen können, haben wir nicht. Ja, am Schluss wechseln wir immer die Rollen. Gibt es irgendetwas, was du von mir wissen möchtest? Ich habe eine Frage an dich, Andreas, die mich eigentlich, seitdem ich deine Arbeit kenne und vor allem dich kenne, ist, hast du ein Land, das du mir rätst, das ich besuchen soll, um das wunderbarste Bildungssystem des Planeten zu sehen? Wo sollte ich hinfahren? Dann Kanada. Die Kanadier, ich kann es an einem einfachen Beispiel sagen, um es kurz zu beantworten, in Kanada, das ja ein deklariertes Einwanderungsland ist, sprechen die Kinder der Einwanderer nach Abschluss der ordentlichen Schulzeit besser Englisch und Französisch als die in Kanada geborenen Kinder. Das ist was Eindeutiges. Es ist ein System, das Leistungsorientierung mit Chancengerechtigkeit kombiniert. Wenn du sozusagen eher das Militaristische, jetzt erzähle ich zum Schluss noch eine Anekdote, ich habe mir Singapur relativ genau angeschaut, weil Singapur ja in allen Schüler-PISA-Bewertungen sehr weit vorne ist, sich mit Korea abwechselt und
bevor ich dann nach Vietnam weitergeflogen bin, habe ich zufälligerweise der Arzt in dem Hotel, weil ich habe so einen Hautausschlag gehabt, der hat die Top-Schule in Singapur, also Raffles School, besucht und ich habe gesagt, jetzt erzählen Sie mir, ich habe mir das auch angeschaut, aber erzählen Sie mir mal Ihre Erfahrung. Ich habe gesagt, das ist ganz einfach. Wir haben in Singapur 2 Jahre Militärdienst und wie ich nachher, also für mich war das eine Erholung quasi, wie ein Erholungsurlaub zu unserem Schulsystem. Also Kanada wäre für mich in vieler Hinsicht ein tolles Schulsystem. Und in Amerika ist es so, dass ich Schulen gesehen habe, die sind sensationell und ich habe Schulen gesehen, die furchtbar sind. Also wenn ich mir die Top 10% der amerikanischen Schulen anschaue, die kannst du dir auch anschauen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke. Überraschend war für mich, dass der genetische Unterschied zwischen uns Menschen nur 0,1 bis 0,5% beträgt. Das heißt, der Nobelpreisträger unterscheidet sich von der genetischen Veranlagung vom Sonderschüler nur im Promillebereich. Dieser scheinbar so kleine Unterschied macht aber dann ungemein viel im Ergebnis im Leben aus. Alles hängt allerdings davon ab, wie wir mit unseren genetischen Gaben umgehen, was wir daraus machen. Jedenfalls kommt das Kreative, das Innovative immer aus den kleinen Unterschieden. Persönlich hat mich sehr gefreut, dass ich für die evolutionäre Weiterentwicklung der Menschheit nicht ganz irrelevant bin, obwohl ich keine Kinder habe. Der Markus Hengstschläger hat erklärt, dass es im großen Programm der Evolution eben auch andere wichtige Aufgaben gibt. So können jene, die selbst keine Kinder haben, sich vermehrt um die Kinder anderer kümmern. Und das versuche ich seit Jahren mit meinem bescheidenen Engagement für bessere Schulen. Auch der Markus Hengstschläger setzt sich intensiv für bessere Bildung ein. Und alle, die sein Buch Die Durchschnittsfalle noch nicht kennen, denen kann ich es nur wärmstens empfehlen. Ich freue mich riesig auf meinen nächsten Gesprächspartner. Der ist einer der ganz großen Weisen der Welt. David Steindl-Rast, mittlerweile 91 Jahre alt, genannt Bruder David, ist ein einfacher Benediktinermönch geblieben. Aber seine Zuhörer reichen von den Ärmsten der Armen im Kongo bis zu den Fakultäten der amerikanischen Top-Universitäten Harvard oder Columbia, von buddhistischen Mönchen bis zu den Kadetten der amerikanischen Elite-Militärakademie West Point. Wenn er nicht gerade um die Welt reist, dann lebt er im kleinen Kloster Gut Eich. Dort werde ich mit ihm über seine Lehre der Dankbarkeit reden, wie er sich Gott ganz persönlich vorstellt, warum er Kinder für kleine Philosophen hält und was wir von Menschen für unser gehetztes Leben lernen könnten. Bis dahin können Sie mir Fragen an Bruder David schicken. Und ich freue mich natürlich auch über Ihre Kommentare zu diesem ersten Podcast mit Markus Hengstschläger. Schicken Sie sie einfach an meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn Sie meinen Podcast für Lebensbildung weiterempfehlen an Ihre Freunde und ihn selbst abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit.